Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute ist unser Gast Dr. Oliver Nesensohn. Er ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte und kann uns somit einiges über Steuerangelegenheiten, insbesondere der Stiftung in Liechtenstein, erklären. Er stellt sich und seinen Werdegang zunächst einmal vor. Ja, also ich bin Österreicher, geboren gerade über der Grenze am Bodensee in Bregenz, war dann im Studium in Innsbruck und von Innsbruck aus ging ich nach Wien. Von Wien wieder zurück nach Innsbruck, hatte dort meine Konzipentenzeit, bin dann von dort nach New York gegangen, an die NYU, habe dort studiert, bin zurück nach Wien, habe dann meine Anwaltsprüfung nach einer Praxiszeit in Wien gemacht. Und nach der Anwaltsprüfung bin ich dann nach Liechtenstein gezogen und bin dort einer großen Kanzlei beigetreten. Ich wurde dann dort Partner im Jahr 2004 und 2007 habe ich dann mit zwei anderen Partnern zusammen unsere Kanzlei LNR gegründet und 2007 sind wir in dieser Konstellation tätig. Wir haben zwei angestellte Rechtsanwälte. Und ja, unser Schwerpunkt liegt 50-50 auf, würde man sagen, streitigen Kausen im weitesten Sinne im Umfeld von Stiftungen, Trusts, Wirtschaftsrecht, Steuerrecht. Und die andere Hälfte ist das Gründen und Verwalten von verschiedensten Rechtsträgern. Je länger, desto mehr in Liechtenstein. Früher waren wir mehr oder weniger weltweit tätig. Die Offshore-Aktivitäten haben wir im Prinzip eingestellt. Außer es gibt ganz besondere Konstellationen, aber im Wesentlichen beschränken wir uns heute auf Liechtenstein. Okay, vielen Dank für das kurze Intro. Heutiges Thema ist ja im Wesentlichen die Stiftung von Liechtenstein. Bei meiner Recherche vorab für den Podcast bin ich auf interessante Zahlen gestoßen, nämlich 2007, 2008 war wohl so ein Peak, was die Anzahl der Stiftungen in Liechtenstein anbelangt. Damals gab es 50.000, wenn ich richtig recherchiert habe. Und seitdem werden jedes Jahr eigentlich wesentlich mehr gelöscht, durchschnittlich 4.300 Löschungen pro Jahr, sodass, wenn der Trend anhalten würde, bald gar keine Liechtenstein-Stiftung mehr existieren würde. Deswegen meine Eingangsfrage, ist denn die Liechtensteiner Stiftung überhaupt noch eine Form, die Zukunft hat, die sinnvoll sein kann? Ich glaube eigentlich heute aktueller denn je. Die Zahlen stimmen, die Sie nennen. Sie haben sich jetzt auf die Stiftungen beschränkt. Wir haben natürlich noch andere Rechtsträger. Ich glaube, zum Höhepunkt hatten wir 87.000 in Liechtenstein. Heute sind es, wenn ich richtig informiert bin, 13.000. Ob die Tendenz der Löschungen so anhält, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Zahl ist aber auch nicht besonders interessant, weil heute hat eine Stiftung ganz andere Funktionen als früher. Nicht rechtlich, aber ihr Einsatz ist halt wesentlich anders. Früher meine ich jetzt so um 2001, zum Höhepunkt der Internetbubble, als die Gier, würde ich sagen, richtig groß war, waren Liechtensteiner Stiftungen nichts anderes als eine andere Form von Bankkonto, hauptsächlich fokussiert auf Steuerersparnis und auf Verstecken. Also ich glaube im Gegenteil, weil die Offshore-Jurisdiktionen leiden wirklich, die sind heute fast nicht mehr zu gebrauchen, allein schon aus Sorgfaltsgründen und weil einem jede Bank solche Schwierigkeiten macht, wenn irgendwo in der Struktur eine BVI vorkommt, dass es wirklich schwierig ist. Und Liechtenstein hat den Vorteil, dass es eben im EWR ist und im Zollvertrag mit der Schweiz. Wir sind mitten in Europa und sind sogar aus EU-Sicht kein Tax Haven mehr. Also wir sind aus EU-Sicht weit gelistet und immer mehr Jurisdiktionen in der EU übernehmen das auch. Und man muss sich ehrlicherweise verabschieden vom 0% Steuersatz. Das ist kein Konzept mehr. Ja. Und Verstecken gar kein Modell mehr. Aber was ist eine Stiftung eigentlich genau und was macht sie aus? Ja, also aus meiner Sicht ist die Stiftung das stärkste Instrument für die Nachlassplanung. Es ist eine juristische Person, die man sich so vorstellen kann, dass der Gründer einen Teil seines Vermögens einen speziellen Zweck widmet. Und diese Widmung ist so stark, dass sie die Form einer juristischen Person annehmen kann. Und diese juristische Person, die Stiftung, hat die Aufgabe, diesen Zweck
zu erfüllen. Der Zweck kann darin liegen, dass das die Unterstützung der Familie ist, dass das der Zusammenhalt einer Kunstsammlung, eines Unternehmens, gemeinnützig. Da sind die Zwecke relativ weit, solange sie legal sind. Was die Stiftung nicht kann, ist Kommerzgeschäfte betreiben, aber ansonsten bewegen wir uns zwischen Familienstiftung und Unternehmensstiftung und gemeinnützigen Stiftungen. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen die Historie von Stiftungen angesprochen, dass die mit der Internetbubble vielleicht noch ein bisschen populärer waren. Ich glaube, so spätestens seit dem Fall Zumwinkel hat sich da einiges getan, was bestimmt auch mit der Anzahl der vielen Löschungen einhergeht. Können Sie vielleicht da ein bisschen was sagen, wie sich das Ansehen von Stiftungen eben die letzten 10 bis 15 Jahre verändert hat? Und ich würde vielleicht sagen, insbesondere auch vor dem Hintergrund jetzt von Liechtenstein, weil ich meine, Liechtenstein hat ja schon sehr weit aufgeholt, auch was jetzt Kooperation, Transparenz und so weiter anbelangt. Ja, also früher war das ja alles immer, gerade im Hinblick auf Deutschland, mit viel Geheimnistuerei und da ist ja doch sehr viel passiert in Liechtenstein. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal gut, darauf einzugehen. Liechtenstein war ja nach dem Ersten Weltkrieg ein sehr, sehr armes Land und hat dann in Ermangelung von Rohstoffen ein Modell entwickelt und gesucht, was kann Liechtenstein anbieten, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dann hat man sich bei verschiedensten Jurisdiktionen bedient und hat als erstes kontinentales Land 1926 den englischen Trust übernommen und zum gleichen Zeitpunkt auch die Stiftung. Und das Geschäft kam so richtig ins Laufen durch den Zweiten Weltkrieg, als Not am Mann war, das Vermögen in Sicherheit zu bringen. Und ich würde mal sagen, der Urtrieb des Sparstrumpfes, von dem niemand weiß, unter der Matratze, ist ein starker Antrieb für die Stiftung gewesen. Das ist über die Zeit durch Steuertransparenz in der Form abhanden gekommen, weil es kein Geheimnis vor der Finanz mehr gibt. Vor der Ehefrau vielleicht noch, aber vor der Finanz nicht. Und über das Jahr 2001, als die Gewinne aus der Bubble nur so sprudelten, war das Hauptmotiv die Steuervermeidung. Dies ist, als, würde man sagen, international abhanden gekommen. Heute haben wir völlige Transparenz. 2008, der Fall Zumwinkel war ein signifikanter Auslöser für den Paradigmenwechsel in Liechtenstein, letztendlich formalisiert durch die Liechtenstein-Erklärung der LGT und damit des Fürstenhauses, als Liechtenstein im Prinzip proaktiv gesagt hat, wir warten jetzt nicht mehr und halten unser Modell so lange aufrecht, bis es uns abgedreht wird, sondern wir gehen jetzt proaktiv nach vorne, wir werden compliant und halten uns an die Regeln und versuchen, unsere Nische dort zu finden. Und das unterscheidet Liechtenstein wesentlich von meines Wissens sämtlichen anderen Offshore-Jurisdiktionen, die versucht haben, das Modell so lange wie möglich vorzuspielen, während Liechtenstein sich aktiv eingebracht hat in die Onshore-Welt und im Zuge dessen auch Doppelbesteuerungsabkommen gewährt bekommen hat. Das trifft jetzt auf Offshore-Jurisdiktionen auch nicht zu, aber Liechtenstein ist heute gar nicht mehr so schlecht vernetzt mit Doppelbesteuerungsabkommen, was ja auch zeigt, dass die Jurisdiktion durchaus als vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Heute haben wir internationalen Informationsaustausch, FATCA, CRS, Doppelbesteuerungsabkommen. Also wer in Liechtenstein Geld verstecken will vor der Steuer, ist hier sicher nicht mehr richtig. Liechtenstein hat sich also sehr bemüht, seinen Ruf zu ändern und eher für transparente Vermögenssicherung zu stehen. Ja, der Nebeneffekt des Ganzen, dass der Steuerthema nicht mehr im Vordergrund stand, ist, dass die Liechtensteiner Stiftung sich ihren ureigensten Zwecken wieder widmen kann. Das ist der Vermögensschutz und das ist die Nachfolgeplanung. Und das steht heute wesentlich im Vordergrund bei Stiftungsgründern und Gesprächen mit Klienten. Da geht es nicht mehr um die Steuervermeidung. Da geht es nur darum, dass man sich steuerlich keinen mordsmäßigen Nachteil einhandelt. Aber im Wesentlichen geht es um Vermögenserhaltung, um Vermögensweitergabe und um Asset Protection, ja. Und dank der Regulatorien, die wir heute haben, würde ich auch sagen, ein guter Teil ist auch Good Housekeeping, weil das ganze Reporting, das liege dann bei der Stiftung und nicht bei der Privatperson. Und das ist ein gar nicht so unterschätzender Aufwand, den man da betreiben muss mittlerweile.
Sebastian, was sind in deinem Alltag Fälle, wo du konkret auf eine Stiftung angesprochen wirst? Was sind das für Mandanten, die sich hier interessieren? Ich kann Herrn Lesen so nur zustimmen. Also wir haben auch vielfach Mandanten, die das Thema Stiftung interessiert. Insbesondere geht es eben um Nachlassplanung, sage ich jetzt mal. Wir haben durchaus auch Mandanten, die zum Beispiel in Deutschland eine Familienstiftung gegründet haben. Klar, wie gesagt, also Steuertransparenz ist ja sowieso gegeben. Warum soll ich eine Stiftung in Liechtenstein gründen und warum nicht zum Beispiel Familienstiftung in Deutschland? Und dann haben wir natürlich Mandanten, gerade auch jetzt deutschsprachige Mandanten, die im angelsächsischen Raum mittlerweile ansässig sind, wo ja der Trust, der ja grundsätzlich was anderes ist als eine Stiftung, die vorherrschende Form letztlich für Nachlassplanung, sage ich mal, ist, Vermögensstrukturierung. Jetzt lassen sich Trusts per se natürlich mit kontinentaleuropäischem Vermögen nur bedingt kombinieren. Ja? Das heißt, da wäre dann auch eine weitere Frage, ist die Familienstiftung in Kombination mit, die Liechtensteiner Stiftung, in Kombination mit einem Trust sinnvoll oder sogar anstatt eines Trustes sinnvoll für in angelsächsischen Ländern und USA lebende Personen, die zum Beispiel Vermögen, Beteiligung in Kontinentaleuropa haben und es entsprechend strukturieren wollen. Wir haben überhaupt keine Berührungsängste mit dem Trust. Wir haben ja selber den Trust in unserem Rechtsbestand und die Entscheidung Trust oder Stiftung richtet sich eigentlich hauptsächlich danach, zum ersten Mal, was hat der Klient für ein Background, kommt aus dem angelsächsischen Bereich, dann muss man ihm den Trust nicht lange erklären, das weiß er, was das ist. Umgekehrt kontinentaleuropäisch, römisch-rechtlicher Hintergrund ist die Stiftung leicht zu erklären, der Trust eher weniger. Beides hat Vor- und Nachteile. Ein Trustee-Wechsel kann recht aufwendig sein, weil der Trustee der rechtliche Eigentümer ist. Wenn der im Grundbuch steht und Sie haben einen neuen Trustee, dann müssen Sie eine Grundbuchsberichtigung vornehmen. Genauso bei einem Kontowechsel muss ein neues Konto eröffnet werden. Ist heute auch nicht mehr ganz so einfach eine Kontoeröffnung. Letztendlich hängt es aber davon ab, wo muss man den Trust ordentlich deklarieren, steuerlich. Wenn ich eine Diskussion habe mit HMRC, wo ich ein halbes Jahr brauche, zu erklären, dass die Stiftung eben keine Corporation ist oder das gleiche auch in den USA, dann wähle ich von vornherein den Trust, weil das Thema dann schon durch ist, die verstehen das. Im Endeffekt, man kann das Gleiche erzielen mit beiden, hat aber beides seine Vor- und Nachteile, hängt davon ab vom persönlichen und vom steuerlichen Umfeld. Zum Trust in Liechtenstein kann man noch sagen, der ist hier steuerpflichtig mit der Minimalsteuer, muss keine Steuererklärung abgeben und zahlt 1800 Schweizer Franken flat, egal welche Gewinne er erzielt. Bei der Stiftung ist das anders, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, muss sie eine Steuererklärung abgeben und wird über die 1800 hinaus unter Umständen steuerpflichtig, hängt dann ein bisschen von der Planung ab, wie man das aufsetzt. Um die Unterscheidung von Trust und der Liechtensteiner Stiftung besser zu verstehen, gehen wir noch auf konkrete Beispiele ein. Wenn Sie in England bleiben oder Vermögen drinnen ist, das in England laufend besteuert werden muss, wie Liegenschaften, würde ich jedenfalls den Trust empfehlen. Die Frage ist, ob die Liegenschaft der Trust direkt hält oder ob das durch eine Underlying Corporation passiert. Die Auffassung würdest du so teilen, Sebastian? Ja, genau. Ich meine, die Realität ist eben, ich kann jetzt mal ein konkretes Beispiel sagen, von einem Mandanten, der ist schon vor ein paar Jahren von Deutschland weggezogen nach Osteuropa und hat noch Beteiligung in Deutschland, hat es alles also auch sauber gemacht mit Wegzugsteuer und so weiter, also alles geregelt. Überlegt sich jetzt, nach Dubai umzuziehen und überlegt sich jetzt im Grunde genommen langfristig, ob es jetzt Sinn macht für ihn, zum Beispiel eine Stiftung zu gründen in Liechtenstein, dort seine ganzen Beteiligungen mit reinzulegen. Ich denke, die Beteiligungen haben einen Wert von, sagen wir mal, 20 Millionen. Dort gibt es jetzt für ihn keine kurzfristigen Gesichtspunkte oder Optimierungspotenziale, sondern es geht bei ihm halt eher um die langfristige Wahl. Also noch ein relativ junger Mann, vielleicht jünger als 50. Es geht halt vor allen Dingen um die Frage, das Vermögen langfristig anzulegen oder langfristig zu planen und dann natürlich auch mit dem Gesichtspunkt, möglicherweise in 5 Jahren nach Dubai oder nach Deutschland zurückzukehren. Hier ist möglicherweise die Stiftung zum Beispiel ein ganz interessanter Aspekt, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Wenn er nach Deutschland zurückkehrt, ist die Stiftung wahrscheinlich für ihn idealer als der Trust, weil der Trust für Deutschland auch immer noch trotz Haager Übereinkommen steuerlich zumindest ein Mysterium ist, beziehungsweise steuerlich oft einmal einfach ignoriert wird. Das sehen wir auch in Monaco zum Beispiel. Da hat man mit der Stiftung
ein geringeres Anerkennungsproblem aus Pflichtteilsüberlegungsansprüchen als mit dem Trust. Im Sinne von Recognition ist der Trust im angelsächsischen Raum zu Hause und die Stiftung im kontinentaleuropäischen, und genauso handhaben es auch die Behörden. Also wirklich im Individualfall schauen, dass das Ziel kann man mit beiden erreichen. Es sind nur unterschiedliche Wege. Wie ist es, wenn ich Allgemeinvermögen in die Liechtensteiner Stiftung übertrage? Fällt dann Schenkungssteuer an oder was ist damit? Hängt davon ab, wo Sie steuerpflichtig sind. Wenn Sie das aus Deutschland heraus machen, dann wäre das eine Schenkung. Hängt wiederum davon ab, wie die Stiftung ausgestaltet ist. Wenn die Schenkung, sage ich, widerruflich ist, dann könnte das steuerneutral sein. Wenn Sie es an eine Stiftung geben, die jetzt intransparent ist und eine Ermessensstiftung ist, dann haben Sie Schenkungssteuerklasse die schlechteste, nicht? Aber das hängt ganz vom Land ab, in dem Sie sich aufhalten und von Ihrer persönlichen Steuersituation. In Deutschland ist das etwas speziell, weil Sie die Schenkungssteuerpflicht hängt auch ein bisschen an Ihrer Staatsbürgerschaft, selbst wenn Sie wegziehen. Okay. Ich würde gerne vielleicht noch einen anderen Themenbereich mit anreißen. Sebastian, du hast ja auch immer wieder mit Unternehmern zu tun, die in den USA leben, sei es über Green Card oder über entsprechendes Visum. Wenn ich bei denen jetzt den Vermögensschutz in den Fokus richte, Herr Dr. Nesensohn, würden Sie sagen, hier ist die Liechtensteiner Stiftung auch ein sinnvolles Modell, wenn ich als Deutscher in den USA lebe? Im Sinne von Asset Protection jedenfalls, wenn Sie an das Schadenersatzrecht in den USA denken. Punitive Damages sind in Liechtenstein nicht vollstreckbar. Liechtenstein hat überhaupt keine Vollstreckungsübereinkommen, außer mit der Schweiz und mit Österreich. Sie müssten also hier den jeweiligen Rechtsstreit wieder von ganz vorne beginnen, also wenn Sie einen amerikanischen Titel haben. Der Nachteil der Liechtensteiner Stiftung mit den USA ist, dass das Reporting wie bei allen Auslandsbeziehungen aus Sicht der USA ein wesentlich aufwendigeres ist. Also das wird buchhalterisch und steuererklärungsmäßig aufwendig, aber das ist dann auch der einzige Nachteil, muss ich sagen. Also im Sinne von Scheidungen oder Schadenersatzklagen ist hier der Vermögensschutz deutlich verbessert. Wenn Sie aus den USA herausgründen, ist das ein Null-Event, weil die USA durchschauen. Das nennt sich dann Grantor Trust. Das heißt, das Vermögen und das Einkommen wird dem US-Stifter sowieso zugerechnet. Also steuerlich ist es ein Null-Event. Okay. Und in den USA, das US-Steuersystem erlaubt relativ viel Planungsfreiheit. Die sind jedenfalls mehr als die europäischen. Und Sie könnten mit der Stiftung es völlig legal schaffen, zum Beispiel die Erbschaftssteuer für eine Generation zu überspringen. Sie haben einen Aufschub, ersparen sich es natürlich nicht auf ewig, aber einen Aufschub könnten Sie erzielen. Ist ja durchaus was interessant ist, Sebastian, oder für die Unternehmer, die du in den USA betreust. Ja, nee, eben. Also absolut. Also auch, wie gesagt, natürlich in den USA ist ja auch das Thema den Trusts immer sehr weit vorher schon. Aber wie Herr Dr. Nesen schon gesagt hat, also ich meine, wenn man sich das mal ganz konkret anschaut, ja, wenn man das Thema Vermögensschutz nimmt und man hat einen Trust und es wird geklagt und es liegt ein Titel vor, dann sind die US-Trustees die ersten, die sofort das Vermögen rausgeben, nach Erfahrungsberichten, so die ich gehört habe. Also die Sicherung die ist nur, sagen wir mal, gedacht, ja, also die ist nicht wirklich vorhanden, ja, das ist so ein bisschen so eine Fantasie, ja. Wir kennen in der Tat viele oder nicht viele, aber einige US-Berater, die sogar sagen, dass es besser ist, womöglich Stiftung oder Trusts offshore zu gründen oder eben Stiftung in Liechtenstein zum Beispiel auch für US-Vermögen, weil das tatsächlich dann die gewisse Undurchlässigkeit im Sinne von Vermögensschutz auch generiert, weil eben US-Gerichte dort letztlich keine Befugnis haben, ja, und es keine entsprechenden Vereinbarungen gibt und es ist dann viel schwerer an das Vermögen in einem Haftungsfall so dann ranzukommen. Daraufhin geht Herr Dr. Oliver Nesensohn noch einmal genauer auf die steuerliche Belastung für eine Stiftung in Liechtenstein ein. Ja, aus Steuersicht haben wir zwei Kategorien von Stiftungen. Das eine ist die PVS, das heißt, das ist die Struktur, das ist klassische Stiftung mit einem Bankkonto. Der Klient darf nicht beteiligt sein in der Stiftungsverwaltung und die Stiftung darf auch keine verzinslichen Darlehen oder Darlehen an Dritte gewähren. Das sind so die groben Kriterien. Und wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, gilt man als PVS. Das hat den Vorteil, dass man keine Steuererklärung abgeben muss, keine Bilanz einreichen muss und lediglich mit 1800 Schweizer Franken pro Jahr besteuert wird, egal wie viel Gewinne die Stiftung macht. Die PVS darf nicht an Doppelbesteuerungsabkommen teilnehmen, die qualifiziert dafür nicht. Mhm. Die andere, die regulär besteuerte Stiftung, die unterliegt im Prinzip einem
einen 12,5%igen Erwerbsteuersatz, hat aber den Vorteil, dass sie auch bei Doppelbesteuerungsabkommen partizipieren kann. Zum Beispiel die Schweiz hat 35% Quellensteuer. Da kommt man mit einer regulär besteuerten Liechtensteiner Stiftung, so sie denn intransparent ist, auf gut 5% herunter. Macht doch einen Unterschied aus. Und 12,5% Erwerbsteuer, das ist einmal der Basisansatz. Jetzt ist aber die Bemessungsgrundlage für diese Steuer ist relativ ausgedünnt. Das heißt, Kapitalgewinne und ausländische Liegenschaftserträge fallen nicht in diese Bemessungsgrundlage hinein. Das heißt, die bleiben steuerfrei und außen vor. Zinserträge wären steuerpflichtig, Kapitalgewinne aus Wechselkursgewinnen oder aus Goldverkäufen, die wären voll steuerpflichtig. Aber Liechtenstein kennt einen 4%igen Eigenkapitalzinsabzug. Das heißt, wenn die Stiftung ein Kapital von 1 Million hat, würden fiktiv Kosten von 4% abgezogen werden. Die 4% stimmen nicht ganz genau, das ist eine Formel, die wird ein bisschen adjustiert, aber das führt hier zu weit. Also für die Diskussion gehen wir jetzt mal von einem 4%igen Eigenkapitalzinsabzug aus. Das heißt, bei 1 Million haben Sie jedenfalls einmal schon 40.000 Kosten, die Sie durch von mir aus Währungsgewinne wettmachen können. Also in diesem Umfang würden Währungsgewinne auch nicht besteuert werden. Okay. Und sämtliche Dividenden und Kapitalerträge auf Wertschriften, die blieben sowieso steuerfrei. Also die Besteuerung, man kann ein bisschen damit jonglieren, natürlich über die Vermögensverwaltung und auch so oft einmal auf die 1800 Steuer herunterkommen. Okay. Wichtig dabei ist die Vermögenshöhe zu kennen, ab der es erst Sinn ergibt, eine Liechtenstein-Stiftung zu gründen. Ich würde sagen, so Daumen mal Pi, würde ich das bei 5 Millionen ansiedeln, weil der regulatorische Aufwand in den letzten Jahren ist so gestiegen, dass die alte 1 Million fairerweise nicht verkauft werden sollte. Der Aufwand für FATCA, für CRS und die lokalen Reportings ist so groß geworden, dass das unter 5 Millionen keinen Sinn mehr macht. Dann lenkt Sebastian das Gespräch noch einmal zum Thema der Transparenz einer Liechtensteiner Stiftung. Was ja heutzutage doch für viele Mandanten ein Thema ist ja jetzt so Thema wie Transparenz. Alles ist immer öffentlich, jede Information. Jetzt gibt es Transparenzregister in allen Ländern nach der Anti-Money-Laundering-Direktive der EU. Es geht jetzt gar nicht hier um gegenüber Behörden und so weiter und gegenüber der Steuer nicht transparent zu sein, aber neulich kam ein Mandant zu mir und hat gesagt, jetzt weiß ja sogar der Nachbar, wie viel er genau verdient, der muss einfach nur ins Handelsregister reinschauen. Bietet eine Stiftung hier die Möglichkeit, gegenüber der Öffentlichkeit einen gewissen Sichtschutz zu bieten? Natürlich, wie gesagt, nicht gegenüber Behörden oder Banken oder sowas, aber gegenüber der Öffentlichkeit kann da eine Stiftung ein effektiver, sage ich mal, Sichtschutz sein? Ja, wir haben ja auch das Eigentümerregister, das ist ja diese Erfindung des EU-Parlaments, die gilt auch hier in Liechtenstein. Allerdings haben die Staaten nicht alle das gleich umgesetzt und Liechtenstein ist hier am unteren Ende geblieben. Das heißt, das Register gibt's. Sukzessive dürfen auch immer mehr Personen Einsicht nehmen. Heute sind das die Strafverfolgungsbehörden, die FMA, die FIU, also die Financial Intelligence Unit und die Steuerverwaltung. Hinzu kommen jetzt die Banken, wenn sie dies zu Sorgfaltszwecken benötigen. Jetzt ist der Zugriff auf diese Daten etwas beschränkt. In Liechtenstein wird sich aber auch über die Zeit so entwickeln, dass dann letztendlich jeder hineinsehen kann. Was in Liechtenstein im Register aber ersichtlich ist für eine Stiftung, das ist bis zum heutigen Tage also ich rede jetzt von einer Ermessensstiftung, nicht von einer durchsichtigen, mit Begünstigungsberechtigten, sondern von einer wirklichen Ermessensstiftung. Das wären nur die Organe als die Personen, die Kontrolle haben. Das wurde mit 1.4.2021 jetzt geändert. Wir müssen jetzt auch den Stifter eintragen ins Register. Allerdings ist die Information über den Stifter nicht zugänglich. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden ja, aber die Banken zum Beispiel nicht und die Öffentlichkeit dann in weiterer Folge auch nicht. Ob das in Zukunft auf alle Ewigkeit so haltbar ist, kann ich nicht sagen, aber Status quo sieht man den Stifter nicht und nach wie vor sieht man nur die Organe bei Ermessensstiftungen. Ja gut, es ist halt so eine Sache, das ist halt einfach, es ist halt so ein Thema, muss man einfach
lernen, damit zu leben, ja, wie man so schön sagt. Ja, also ein Weg vorbei. Bringt nicht gegen den Strom zu schwimmen, ja. Luxemburg ist einen anderen Weg gegangen, die haben gesagt, wir machen das sowieso alles öffentlich, da machen wir keine Hindernisse. Aber wir sind relativ großzügig, wenn Klienten sagen, wir haben spezielle Gründe, warum wir nicht wollen, dass wir öffentlich aufscheinen. Wie das die Luxemburger in der Praxis dann im Detail handhaben, weiß ich nicht, aber das ist so der Ansatz Luxemburgs gewesen. Liechtenstein und Luxemburg haben das gemeinsam begonnen, eigentlich auf der Schiene Liechtenstein zu spielen. Dann ist Luxemburg ausgeschert und Liechtenstein ist jetzt im Prinzip alleine mit der restriktiven Handhabung, aber noch ist es restriktiv. Interessant. Wie begegnen Sie der Sorge, wenn ein Stiftungsgründer Angst hat, dass er die Kontrolle über sein Vermögen verlieren würde? Ja, provokant formuliert würde ich sagen, die Sorge ist berechtigt. Das ist ja auch das Ziel, das der Stiftung verfolgt. An die Erben gerichtet würde ich sagen, die Stiftung ist der natürliche Feind der Erben, weil sie verhindert, dass die Erben unter Umständen nicht alles sofort bekommen, hängt davon ab, was der Stifter vorsieht. Aber in der Stiftung haben wir sämtliche Spielarten von der Totalkontrolle des Gründers bis zur Aufgabe jeglicher Kontrolle. Also das hängt ganz von der Ausgestaltung ab. Im Gegensatz zum Trust kann sich der Stifter ein Kontrollrecht, ein unmittelbares Instruktionsrecht vorbehalten. Deswegen ist die Stiftung trotzdem eine Stiftung. Der Trust hätte damit ein Existenzproblem. Also wir können 100% Kontrolle bis zu 0 sämtliche Spielarten haben. In der Praxis wird oft gewählt, dass sich der Gründer oder auch ein Vertrauter des Gründers als Protektor ein Abberufungsrecht des Stiftungsrates vorbehält. Das führt in den meisten Fällen, zumindest nach CRS, nicht zur Kontrolle über die Stiftung per Definitionen, weil er sich das Vermögen nicht unmittelbar selbst aneignen kann. Aber faktisch kann das natürlich zur Kontrolle führen. Wie siehst du das, Sebastian, wenn bei dir Mandanten einen Trust gründen möchten? Es ist halt immer ein wichtiger Vertrauenspunkt. Es gibt auch, leider muss man sagen, in jeder Branche schwarze Schafe natürlich. Manche Mandanten machen schlechte Erfahrungen. Aber gut, ich meine, es ist eben so, wie es ist. Ja, also wenn man halt nicht in der Lage ist, entsprechend erstens zu vertrauen, zweitens einen professionellen Anbieter zu suchen, drittens die Dinge so aufzusetzen, dass sie dann noch funktionieren, dann kann man halt solche Instrumente auch nicht nutzen. Es ist halt einfach so, ja. Wenn man da zu sehr paranoid ist und so, dann geht's halt einfach nicht. Dann muss man halt damit leben, ja. Also ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass die Stiftung oder der Trust so aufgesetzt wird, dass er seine Funktion erfüllen kann. Und zwar unabhängig davon, wer im Organ sitzt. Das ist die Grundvoraussetzung. Und über die Jahre hinweg bildet sich auch ein Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten. Man sieht, passt man zum Klienten und umgekehrt. Und wenn nicht, dann muss man das zurechtrücken. Aber wesentlich ist, dass das Setup funktioniert, egal ob mich morgen ein Auto überfährt oder nicht. Und das schafft auch Vertrauen und ja, ohne Vertrauen geht es sowieso nicht? Aber das Vertrauen ist gegenüber der zweiten Generation nicht unbedingt gegeben, weil die zweite Generation sieht einen vielleicht auch ein bisschen als Gegner, zumindest am Anfang, bis man sich aneinander gewöhnt hat, weil jetzt stirbt der Papa und dann kommen die und dann muss man ihnen sagen, ja, es ist leider, schauen Sie es, Sie bekommen jetzt einmal die nächsten 5 Jahre nur den Income. Und der hat vielleicht schon große Pläne gehabt, kommt nicht besonders gut an, nicht? Und dann werden die unterschiedlichsten Vorschläge gemacht. Also man muss eigentlich immer abwehren. Ne? Also ist schwierig, aber deshalb muss auch die Dokumentation belastbar sein. Und das nimmt einem auch den Druck natürlich, oder? Wenn man sagen kann, das ist so vorgesehen vom Stifter, ja, müssen wir halt umsetzen. Ein Thema wird mich aktuell noch interessieren. Jetzt ist ja hier eine große Corona-Pandemie. Vor der Kamera müssen wir zum Glück noch nicht mit Maske sitzen. Ja. Aber viele Unternehmer, viele Vermögende haben Angst vor einer Corona-Vermögenssteuer. Jetzt können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, aber würden Sie die Liechtenstein-Stiftung als Schutz vor so einer solchen Maßnahme sehen, vor einer Corona-Vermögenssteuer? Prima vista schon. Hängt immer davon ab, wie aggressiv das Heimatland dann verfolgt. Unter uns gesagt ist der Schwachpunkt der Stiftung und der Struktur der Klient selbst, weil er sitzt exponiert in dem Land, in dem ihm die Steuerschraube angesetzt wird.
dass Deutschland zum Beispiel eine Vermögensteuer in Liechtenstein gegen Stiftungen durchsetzt, nur weil wir einen deutschen Steuerpflichtigen als Gründer haben, das sehe ich nicht. Da wird halt der Druck auf den deutschen Steuerpflichtigen ausgesetzt und wahrscheinlich mit einer gesetzlichen Fiktion angenommen, das Vermögen ist ihm sowieso zuzurechnen. Dann ist es natürlich schwierig, dann greift Deutschland auf sein deutsches Vermögen nicht, aber auf das liechtensteinische. Das können sie nicht. Okay. Also hier ist sicherlich auch ein Grund dann zu sagen, warum zum Beispiel jetzt eine Stiftung in Liechtenstein besser ist als vielleicht eine Stiftung in Deutschland. Ja, soweit ich das weiß, wobei ich nicht sicher bin, ob das korrekt ist, aber mir hat mal jemand gesagt, dass zum Beispiel das Vermögen in der deutschen Stiftung erst geschützt ist nach einem Jahr, aber davor immer noch gegebenenfalls rückabgewickelt und darauf zugegriffen werden kann. Ja gut, wir haben auch ein Anfechtungsrecht. Was weiß ich, wenn jetzt einer sehenden Auges seine Gläubiger benachteiligt, dann kann natürlich die Zuwidmung an die Stiftung auch für eine gewisse Zeit angefochten werden. Aber nicht einfach nur so, dass wir sagen, standardmäßig ein Jahr lang hält das Ganze sowieso nicht und kann jederzeit rückabgewickelt werden. Das gibt es also nicht. Im Sinne von Vermögensteuer, wenn die Stiftung transparent aufgesetzt ist und das Vermögen nicht dem Gründer zuzurechnen ist, aufgrund einer gesetzlichen Fiktion, dann sollte das Vermögen eigentlich sicher sein. Also in ihrem ursprünglichen Fall, ein schon lange aus Deutschland weggezogener gründet eine Stiftung aus Dubai und zieht dann nach Deutschland zurück. Und wenn das eine Ermessensstiftung ist, dann sehe ich nicht, wie Deutschland argumentieren kann, dass dieses Vermögen ihm zuzurechnen ist und deshalb in der Vermögensteuer besteuert werden sollte. Okay, dann vielleicht zum Abschluss eine Frage, die unsere Zuhörer interessieren könnte. Bevor Sie jetzt gleich, Herr Dr. Nesensohn, kontaktieren würden, mit welchen Kosten muss ich denn für den Aufsatz einer Stiftung rechnen und was ist der jährliche Unterhalt? In etwa so eine Hausnummer. Ja, also die Hausnummer ist, wir fangen so für die Gründung bei 5.000 Schweizer Franken an. Für unsere Kosten, dann müssen Sie noch mit Nebenkosten von ca. 1.000 Schweizer Franken für die Behörden rechnen. Wir haben 7,7% Mehrwertsteuer, die kommt obendrauf. Und jährlich wäre das auch das Gleiche für die Verwaltung. Dazu kommen circa 1.200 für die verschiedenen Reportings unter FATCA, CRS und Sorgfalt. Also sind wir so bei 6.500 netto. Je nachdem ist es eine BVS, brauchen Sie eine Bilanz dazu. Bei einer normalen Stiftung mit Bankkonto, sage ich mal, Daumen mal Pi, bewegen wir uns so bei zwischen 15 und 2.000 Schweizer Franken. Und dann haben wir natürlich Zusatzkosten, die rechnen wir als Anwälte, beziehungsweise im Sinne von stundenmäßigen Aufwendungen ab. Da gibt es vierteljährlich ein Leistungsjournal, da sieht man genau, was wofür bezahlt wird. Und das richtet sich halt nach dem Aufwand logischerweise. Wenn wir reisen müssen, kommt in letzter Zeit wenig vor. Aber also wenn wir Verträge aushandeln, Liegenschaften kaufen, Unternehmer kaufen oder verkaufen, Statuten ändern, alles Mögliche, das käme halt dann oben drauf. Ne? Wunderbar. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie man Sie erreichen könnte, wenn man jetzt an einer Liechtenstein-Stiftung interessiert ist. Ja, ich bin sowohl telefonisch wie auch per E-Mail im Prinzip rund um die Uhr erreichbar. Telefonisch nicht ganz rund um die Uhr. Aber meine Telefonnummer wäre hier im Büro 00423 239 9696. Meine Mobilnummer ist 0041 79 963 8878 und meine E-Mail-Adresse wäre o.nesensohn, nesensohn, @lnr, Ludwig Nordpol Richard -law.com. Unsere Website wäre auch lnr-law.com. Wunderbar, Herr Dr. Nesensohn, herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen. Das war sehr interessant. Haben wir einiges hier gelernt über die Stiftung in Liechtenstein. Sehr interessantes Thema. Nach dem Gespräch habe ich mich noch einmal mit Sebastian zusammengesetzt, um die wichtigsten Aspekte, die Herr Dr. Nesensohn erwähnt hat, zusammenzufassen und in einen Kontext einzuordnen. Ja, sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Dr. Nesensohn in Liechtenstein. Es ist natürlich klar, dass so eine Stiftung schon nochmal für viele Unternehmer dann eine ganz andere Kategorie ist und auch eine ganz andere Hausnummer ist, ja. Und für viele wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend nicht möglich beziehungsweise nicht nötig ist. Weil die Zielsetzung eine andere ist, oder warum meinst du? Ja, weil einfach sich das in der Praxis wahrscheinlich gar nicht jetzt groß tatsächlich so umsetzen lässt. Okay. Ja, also so, dass man wirklich wirklich dort profitieren könnte. Fängt ja schon damit mal an,
die wenigsten von uns in der glücklichen Lage sind, ein Vermögen zu haben von über 5 Millionen, was Herr Dr. Nesensohn ja so als den Minimaleinstieg für die Stiftung genannt hat. Ja? Weil die entsprechende Verwaltung aufwendig ist. Genau. Genau. Viele Unternehmer machen sich natürlich jetzt hier auch gerade wegen Corona Gedanken dazu, wie Vermögen geschützt werden kann. Natürlich grassiert die Angst vor einer Vermögensteuer. Es gibt ja in Deutschland doch ein sehr großzügiges Modell, dass nach 10 Jahren beim Verkauf von Immobilienbesitz man sich außerhalb der Spekulationsfrist befindet und dass Immobilien insofern steuerfrei verkauft werden können. Es ist offensichtlich im Gespräch bei deutschen Parlamentariern, dass diese Frist abgeschafft oder zumindest abgeschwächt wird, was dann bedeutet, dass wenn man Immobilien verkauft, nach 10 Jahren die nur noch zum Teil steuerfrei verkauft werden können, beziehungsweise dass die 10 Jahre verlängert werden auf 15 Jahre oder was auch immer. Und dann zum individuellen Einkommensteuersatz versteuert werden müssten. Ja, oder Kapitalertragssteuersatz. Das ist, also wie gesagt, ich habe da keine zuverlässigen Informationen, aber ich habe andere, die haben das mir so, also die kennen Parlamentarier, wo das so diskutiert wird, keine Ahnung. Also ich meine, meinst du, wie zuverlässig das ist? Aber wir wissen auf jeden Fall, Corona kostet viel Geld. Genau. Und insofern würde man sich dort auf jeden Fall Gedanken dazu machen, wie man Vermögen schützen kann. Stiftung ist eine Sache. Ich meine, jetzt gerade hier bei den Immobilien gibt es natürlich auch andere Lösungen. Also wir haben Mandanten, die haben größere Immobilienvermögen gehabt. Die haben dann diese schichtenergreifende Kapitalgesellschaft verpackt und haben dann die mit Schulden beladene Kapitalgesellschaft. Ja. Okay. Also insofern ist es dann auch, dann sind die Immobilien auch wertlos, ja. Und dann gibt es keine Vermögensteuer. Aber also die Frage stellt sich einfach. Und die Stiftung kann möglicherweise hier ein geeignetes Instrument zu sein. Vornehmlich natürlich aber ist die Stiftung im Hinblick auf die Nachlassplanung interessant. Erbschaftssteuer ist ein Punkt. Ja. Aber was Herr Dr. Nesensohn ja doch sehr eindrücklich auch berichtet hat, ist, dass man im Grunde ja steuern kann, was mit dem Vermögen passiert. Ja. Und vor allem, wenn man jetzt Projekte hat oder Unternehmen aufgebaut hat und man möchte nicht, dass das die Nachkommen zerfleddern. Ja. Man möchte das nicht vererben. Man möchte nicht, dass das rausgeholt, man möchte nicht, dass das verkauft wird, sondern man möchte das weiter behalten. Ja. Wenn mein Lebenswerk erhalten bleiben soll. Ja, genau. Ja. Ich meine, unter dem Gesichtspunkt finde ich die Stiftung interessant. Ja. Ja. Ob jetzt damit die Erbschaftssteuer gespart werden will oder nicht, ich meine, ist mir egal, aber ich bin ja dann tot. Ja. Aber das heißt, ich kann in den Stiftungszweck einfach reinschreiben, diese und jene Bedingung muss erfüllt werden. Ja, ich kann da reinschreiben, dass der Gewinn des Unternehmens dazu verwendet wird, hauptsächlich das Unternehmen zu erhalten und dass meine Nachkommen, jeden Monat 5.000 Euro erhalten, solange das Unternehmen es finanzieren kann, aber dass das Unternehmen als solches weiter bestehen bleibt. Ja. Das heißt, auch wenn derjenige, der erbt, eigentlich überhaupt keinen Bezug zum Unternehmen hat, sein Lebensunterhalt ist gesichert, aber der kann die Firma nicht verkaufen. Genau, der hat da keinerlei Einfluss drauf, außer dass er sagen kann, er hat jetzt dort, was halt der Stifter festlegt. Ja. Ja. Das heißt, der Stifter beauftragt ja ein Unternehmen, ein Treuhänder wie der Dr. Nesensohn damit, dann das Ganze zu verwalten. Und der ist dann, solange wie die Stiftung festschreibt, für eine Generation, für 10 Jahre, für 100 Jahre dafür verantwortlich, dass entsprechend dann der Stiftungszweck erfüllt wird. Ja, da fand ich interessant, wie er auch gesagt hat, dass die Beziehung zu dem Verwalter auf jeden Fall passen muss, zwischen Mandant und Stiftungsverwalter. Das heißt, wir haben ja auch in Deutschland jetzt doch etliche Unternehmen, die jetzt dort, Industrieunternehmen, die vor 150 Jahren oder so gegründet wurden, so die traditionellen ThyssenKrupp und so weiter, die ja alle auch in Familienstiftungen eingegliedert wurden. In Deutschland jetzt natürlich nicht in Liechtenstein. Ja. Aber genau aus dem Zweck, weil ich meine, jeder weiß ja, wie das mit den Erben ist, ja. Und dass die im Grunde die Tendenz haben, die Sachen zu ruinieren, ja. Ja. Weil sie nur aufs Geld scharf sind und jetzt sich gar nicht dafür interessieren, was derjenige dort aufgebaut hat. Ja, und dort kann ich natürlich dann bestimmen, dass das genau nicht passiert. Und vor dem Hintergrund finde ich eine Stiftung interessant. Alle anderen Punkte, wie jetzt da Steuern sparen oder zu sagen, es ist interessant, Erbschaftssteuer zu sparen. Das ist interessant natürlich, ja, weil es nicht weitergegeben werden kann. Ja.
Aber jetzt irgendwie zu sagen, dass man da was versteckt oder das ist irgendwie eine private Geldbörse ist und so, das finde ich alles, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage funktioniert das nicht. Und ich meine, man hat ja den Vorteil, wie gesagt, dass Liechtenstein jetzt gerade mit Deutschland sehr gut zusammenarbeitet. Ja. Das ist natürlich hier ein Vorteil, weil früher konnte ich ja sagen, naja, okay, ich kann auf keinen Fall irgendwas in Liechtenstein machen, weil stehe ich sofort unter Verdacht, hier nicht mit offenen Karten zu spielen. Mittlerweile kann ich das ja ohne weiteres machen. Und ich kann also mir diese Qualität der Dienstleister und die lange Historie, die in Liechtenstein vorhanden ist, was Stiftung betrifft, zunutze machen, ohne fürchten zu müssen, dass ich dort angeschwärzt werde. Ja. Und das ist eigentlich für mich und für unsere Mandanten eigentlich der entscheidende Vorteil, meiner Meinung nach, also bleibende Werte zu schaffen mit deutschsprachiger Betreuung und einem sehr hohen professionellen Standard. Jetzt gibt es ein paar steuerliche Vorteile, aber ich glaube nicht, dass die im Vordergrund stehen dürfen. Genau. Also primär Vermögensschutz langfristig und den Nachlass in irgendeiner Form zu organisieren. Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.